Tagchen, ich bin's, euer Professor. Willkommen zurück zu einem weiteren Experiment. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nun schon länger nicht mehr am Experiment rumexperimentiert habe. Aber das tut ja auch manchmal gut. In der letzten Folge hatte ich euch ein bisschen genauer erklärt, was das Deck of Creations ist. Und ich habe es sogar gemeinsam mit meinem Kollegen Matti ausprobiert. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, ich verlinke euch das Video nochmal in der Infokarte. Heiland, zack, das kann doch gar nicht sein, dass ich alleweil noch nicht weiß, wo diese vermaledeite Infokarte ist. Ah, da ist sie ja. Zusätzlich hatte ich euch in der letzten Folge angekündigt, dass wir meine 5 Lieblingskarten über die nächsten Folgen spielen und auf unser Experiment anwenden werden. Das heißt, in dieser Folge seht ihr ein Brainstorming mit mir selbst, beziehungsweise mit dem Deck of Creations. Es gibt also weniger Zauberei heute, aber dafür bringe ich euch einen anderen, sehr wichtigen Aspekt näher. Nämlich, wie finde ich neue Ideen? Und wie entwickle ich neue Techniken, Kunststücke und Geschichten? Ach so, ihr habt mich auch immer wieder gefragt, wo es das Deck of Creations zu kaufen gibt. Da wendet ihr euch am besten an den Creator persönlich. Sebastian Konopix ist über einige Social Media Kanäle gut erreichbar. Die könnt ihr alle unten in der Videobeschreibung finden. So, bevor wir jetzt so richtig loslegen, zeige ich euch noch eine weitere, sehr einfache, aber effektive Brainstorming-Methode. Diese Methode nutze ich seit sehr vielen Jahren und ist auch recht verbreitet, möchte ich meinen. Ihr nehmt ein Blatt Papier und schreibt in die Mitte ein Wort oder kurzen Satz, über den ihr nachdenken wollt. Ihr könnt auch ein Bild malen, aber haltet es einfach. Ich schreibe jetzt einfach mal als Beispiel unser Experiment auf. Nun schaue ich mir das Wort an und jeder Gedanke, der mir zu dem Wort einfällt, schreibe ich sofort um dieses Wort herum auf. Möglichst kurz. Also zum Beispiel Wissenschaftler. Welches Wort fällt mir als erstes zu Wissenschaftler ein? Ein Wissenschaftler ist ein Erfinder. Das heißt, er entdeckt Unbekanntes. Ja. Er schreibt sich viele Formeln auf. Also Formeln. Formeln erinnern mich an Chemieexperimente mit verschiedenen Stoffen. Wenn mir dann zu meinem zuletzt aufgeschriebenen Wort nichts mehr einfällt, fange ich einen neuen Zweig an. An was erinnert mich das Wort Experiment noch? An einen verrückten Mann. In einem weißen Kittel mit weißen Haaren. Ja, genau, das ist gut. Und jetzt bin ich schon inspiriert, mehr nach dem Aussehen der Figur zu suchen, als nach einem Effekt. Weiter. Der Mann trägt eine Brille, klar. Oder vielleicht ein Monokel, weil er schlecht sieht. Idee. Vielleicht ist der Mann ja blind und er sucht nach einem Heilmittel. Boom! Und schon haben wir eine mögliche Geschichte, einen Grund, eine Motivation für das, was ich in meinem Act tue. Wir nennen so etwas einen Plot. Natürlich kann man die verschiedenen Zweige auch miteinander verbinden. Zum Beispiel sucht nach einem Heilmittel und Unbekanntes entdecken passen gut zusammen. Und man kann auch davon ausgehen, dass er das Heilmittel nicht gleich finden wird, sondern erst einmal immer wieder daran scheitern wird. Das ist wie in einem Film. Wenn man weiß, dass der Superheld überhaupt keine Schwachstelle hat und alles kann, dann ist der Film langweilig. Aber wenn ihm plötzlich ein Bösewicht gegenübersteht, der auch keine Schwachstelle hat und alles kann, wird es wieder spannend. Baut in eure Geschichten und Handlungen also Ecken und Kanten ein. Wenn unser Wissenschaftler zum Beispiel scheitern sollte und anstelle von einem Heilmittel ein Elixier findet, das ihn in ein hässliches Monster verwandelt, haben wir einen neuen Konflikt. Und auf diese Weise könnt ihr viele Zweige erstellen und versuchen, möglichst viele Wörter miteinander zu kombinieren. Aber diese Methode hat einen Nachteil.
Sie ist auf euer Wissen und euren Wortschatz begrenzt. Und genau in diesem Punkt hilft euch das Deck of Creations weiter. Denn Sebastian Konopix hat viele, sehr inspirierende Worte auf diese Karten geschrieben. Und nicht nur Worte, sondern auch viele Regeln und Anleitungen. So, ich möchte jetzt endlich wissen, wie gut dieses Ding funktioniert. Wir legen also endlich los! Auf diese Direktionskarte schreibe ich jetzt den Begriff, über den ich brainstormen möchte. Also Experiment. Dann schauen wir doch mal, was uns die erste Karte sagt. Der Erzähler. Kreiere eine Geschichte. Nimm alle Optionkarten in die Hand und mische sie. Nimm die erste von oben und beginne anhand der Begriffe darauf, den Anfang einer neuen Geschichte zu erfinden. Alles klar, dann machen wir das doch mal eben. Und wir haben die Karte Licht gezogen. Licht. Da stehen jetzt verschiedene Begriffe drauf. Ich schau mal, welche Begriffe mich am meisten inspirieren. Also, als erstes hätten wir da zum Beispiel kugelförmig. Ja, so stelle ich mir ein Licht vor. Kugelförmig. Ja, okay. Reflexion, Spiegelung, Schatten. Lichtspiel, Licht zu Klang. Etwas mit Schatten. Schöne Idee. Ein Lichtspiel. Oder Licht zu Klang. Ich habe keine Ahnung, wie das klingen könnte, aber ich finde es einen wunderbaren Gedanken. Wie könnte Licht klingen? Feuer, Glühen, Kerzenlicht. Na, Feuer habe ich schon. Finde ich auch gut. Glühen ist auch nice. Da gibt es doch sogar so ein Gimmick. Magma heißt das, glaube ich. Genau. Kerzenlicht finde ich prinzipiell auch immer gut. Der nächste Begriff wäre kein Licht. Ja, der ganze Act könnte in Dunkelheit enden. Da kommt mir die Idee. Ich habe neulich einen mega coolen Zaubertrick gesehen. Ich war schon drauf und dran, mir das Teil zuzulegen und habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich keinen richtigen Verwendungszweck hatte. Doch wenn ich diese Idee umsetzen würde, dann würde sie perfekt in meinen unseren Act passen. Ich stelle mir eine emotionale Szene vor, in der ein Licht sich mit mir vereint. Ja, da hätte ich voll Bock drauf. Dann würde ich auch mal auf eure Wünsche eingehen, etwas mit Licht zu machen. Ich verrate an dieser Stelle aber noch nicht genau, um was es sich handelt. Da müsst ihr jetzt schon noch ein bisschen geduldig sein. Aber das, liebe Freunde, wird das Finale des Acts. Voll stark. Ich kann an dieser Stelle schon sagen, danke Deck of Creations. Hat voll funktioniert. Okay, schauen wir mal, was uns der Erzähler als nächstes empfiehlt. Nimm die nächste Karte und führe die Geschichte fort, indem du die neuen Begriffe mit der Methode des Alchemisten nutzt. Okay, dann schauen wir doch erstmal, was der Alchemist so sagt. Der Alchemist. Nimm eine beliebige Optionkarte. Einige Begriffe sind fett geprägt. Wähle zum Einstieg einen dieser Begriffe, ziehe die entsprechende Karte aus dem Deck und lege sie neben die andere. Aha. Okay, dann schauen wir mal. In diesem Fall habe ich die Wissenschaft gezogen. Naja, das passt ja perfekt zu unserem Experiment. Ich bin ein Wissenschaftler, ja, ein Professor. So viel ist klar. Auf der Wissenschaftskarte ist übrigens so ein QR-Code drauf. Den habe ich mal mit meinem Handy gescannt und mir auch mal alle anderen Begriffe, die sonst noch auf dieser, ich möchte jetzt mal sagen, digitalen Karte stehen, angeschaut. Farbe. Ja, weiß, würde ich jetzt sagen. Auch wenn weiß keine Farbe ist, bei mir ist alles in weiß. Karten, Bälle, Kerzen, Sand, Rauch, Licht.
Teppich. Weiß. Kraft. Eine ungreifbare Kraft könnte mich dazu zwingen, die ganzen Experimente überhaupt zu tun. Oder vielleicht möchte ich auch einfach mehr Kraft. So wie ein Superheld. Das könnte eine Motivation sein. Schauen wir mal weiter. Material. Oh, das finde ich jetzt voll spannend. Mit welchen Gegenständen oder Materialien könnte ich noch zaubern? Okay, ich wähle jetzt einfach mal Material. So, dann suche ich mal die Materialkarte aus dem Spiel. Ah ja, da ist sie ja. So, welche inspirierenden Worte gibt uns denn diese Karte? Fest, flüssig, gasförmig. Ja, das passt alles. Glühend, verdampfend, rauchend, auch schön, ja. Transparent, auch schön, also unsichtbar sozusagen oder wie ein Glas. Das hat mir jetzt noch nicht das gegeben, was ich mir erhofft hatte. Also, es hat mir zumindest keinen Gedankenblitz entlockt. Aber das macht ja nichts. Es gibt ja keine festen Regeln im Deck of Creations. Deswegen ziehe ich einfach mal frei Schnauze noch eine weitere. Mal schauen, was passiert. Diesmal ist es diese Karte. Kraft. Darauf steht zum Beispiel Schwerkraft, also Fliegen. Explosion. Oh nein, noch besser, Implosion. Ja, hier muss ich sagen, setzt sich mein Bild immer mehr zusammen. Ich sehe, wie ich mich mit einem runden Licht vereine und implodiere. Aber wie könnte ich diese Implosion theatralisch darstellen? Ja, ich hab's! Da hatte ich doch noch den anderen Effekt gesehen. Eine Methode von, wie heißt der noch? Rubato, genau. Das passt perfekt. Okay, schauen wir weiter. Was gibt es noch? Wunsch. Genau. Es könnte die ganze Zeit ein Wunsch von mir gewesen sein, ein Allheilmittel zu finden. Und am Ende finde ich zufällig das Licht, das mir den Weg in meine Zukunft weist. Könnte man machen. So kann man auch eine Geschichte schreiben. Einen Handlungsstrang nenne ich das jetzt mal. Da sind wir wieder beim sogenannten Plot. Toll! Also die erste Meisterkarte hat für mich schon mal ihren Zweck erfüllt. Ich bin schon gespannt, was mir die zweite Meisterkarte in der nächsten Folge bringen wird. Wenn ihr durch die in diesem Video genannten Begriffe inspiriert wurdet, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Deck of Creations haben solltet, lasst es mich auch gerne wissen. Ich nehme mir gerne etwas Zeit, um euch eure Fragen zu beantworten. Ich Absolut hat mir vor einiger Zeit ein Schlusswort als Abmoderation zukommen lassen, das ganz gut zu unserer heutigen Folge passt. Es ist ein sehr langes Wort und ich hoffe, ich schaffe es gleich beim ersten Versuch. Ich gebe mir Mühe. Quantensingularitätsprognosendiagramm. Euer Professor.